StarCraft und Tabletop in einem Spiel. Eigentlich das, was man immer wollte. Und trotzdem kommt da plötzlich diese Frage, braucht man das wirklich oder fühlt es sich nur so an? Echtes Interesse oder nur FOMO? Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Wer kennt sie nicht, die verschiedenen Universen von Blizzard? Warcraft, Diablo und natürlich auch StarCraft. Das erste StarCraft kam 1998 raus. Ein Echtzeitstrategiespiel, das einiges anders machte. Mit einer Story, die einfach mehr bot als ein Command & Conquer. Das Schere-Stein-Papier-Prinzip wurde meiner Meinung nach in keinem Videospiel zuvor so gut umgesetzt. Und das eben auch durch die 3 individuell spielbaren Spezies. Die Terraner, also die Menschen, die Zerg und die Protoss. Ganze 12 Jahre später kam dann die Fortsetzung StarCraft 2 raus. Epischere Story. Ich habe mir damals schon gedacht, macht doch bitte einen Film draus oder mehrere, macht eine Trilogie. Richtig geile Zwischensequenzen, man hat mitgefiebert. Mega Spaß als Einzelspieler beim Durchspielen der Kampagne. Mehrspielerschlacht. Wie oft wurde man durch Circling Rush weggeballert in den ersten 5 Minuten. Hammer. Und natürlich hat sich auch die Grafikqualität um einiges verbessert. Einfach ein mega gutes Spiel. Man hat also Erinnerungen daran. Man verbindet etwas mit StarCraft 2, mit dem ganzen Universum, mit den Spezies. Man hat mit den Charakteren mitgefiebert. Man hat Spaß dran gehabt und man hat viele Stunden in die Games investiert. Und nun kommt da wirklich, ganze 16 Jahre, fast 2 Jahrzehnte nach StarCraft 2, kommt was Neues raus, ein neues Spiel, das eben Tabletop und StarCraft kombiniert. Hammergeil, da muss man doch einfach zuschlagen, oder? Aktuell läuft auch noch die Vorbestellerphase. Die lief jetzt vom 10. März, muss ich gucken, bis 17. April. Also, wenn dieses Video hier erscheint, noch eine ganze Woche. Die erste offizielle StarCraft-Veröffentlichung seit Jahren. Ja, wie gesagt, 16 Jahre, die lang erwartete Rückkehr. Und hier sieht man schon die Auslöser des Konflikts, der gerade in mir tobt. Weil das sind vor allem diese 2 Founders Editions. Hier einmal 2-Spieler-Starter-Set mit den Zerg und den Terranern und einmal Founders Edition Protoss-Starter-Set, die ich mir überlege zu holen. Das Schöne an der Pre-Order-Phase ist zum einen auch, dass die jetzt ja ein paar Wochen lief. Man konnte sich Gedanken machen. Man war nicht dazu genötigt, um eine bestimmte Uhrzeit samstags morgens am PC zu sitzen und zu hoffen, dass man innerhalb von 5 Sekunden sich eine Box sichern kann. Nee, hier soll es auf jeden Fall auch so sein, dass geschaut wird, wie viele werden vorbestellt und genauso viele werden dann auch ausgeliefert. Also so wie man sich eigentlich so eine Vorbestellerphase eventuell vorstellen könnte, aber okay. Diese Founders Editions hier wird es in dieser Form auch nach dieser Vorbestellerphase nicht mehr geben. Die Miniaturen selber, die hier enthalten sind, wird es weiterhin geben. Das Besondere hier dran, so wie ich das bisher gesehen habe, ist, dass hier in dem 2-Spieler-Starter-Set und auch bei dem Proto-Starter-Set eben ein besonderer Held noch als Miniatur dabei ist. Natürlich wird es später auch Starter-Sets weiterhin geben für die verschiedenen Fraktionen, aber dann eben ohne diesen Helden oder ohne diese Heldenminiatur. Die wird dann vermutlich separat erhältlich sein, etc. pp. Deswegen, eigentlich kann man nichts verpassen, aber wie es halt so ist, das ist eine Founders Edition, das ist so, wow, ja krass, es ist was Neues, es ist was Glänzendes und ja, das ist so der Konflikt und der Gedankengang, der da momentan in mir tobt. So, hier kann man zum Beispiel aussehen, mach das mal größer. Hier ist zum Beispiel dieses StarCraft Army Band, eben beide Starter-Sets für 250 €. Wenn man die einzeln holt, ja, hier 170 und 95, dann ist halt das 15 € günstiger. Macht jetzt auch keinen Sinn, die sich einzeln zu holen, jetzt in dieser Vorbestellerphase, weil da schlägt man gleich hier zu. Gibt es auch noch andere Bundles hier, alles was von Terranern rauskommt, direkt All-In und so weiter. Also kann da sehen, man kann da auf einen Schlag schon relativ viel Geld auch loswerden. Aber wenn man auch mal hier so durchschaut, es sind auch noch nicht alle Einheiten, die es in den StarCraft-Computerspielen gab.
Das ist so der erste Schwung, aber es gibt da auch schon eine Roadmap, was da alles noch so rauskommt und so weiter. Man stellt sich mal nur vor, der Siege-Tank, der Belagerungspanzer, was für ein Riesenmodell das dann später sein wird. Und wenn man dann mal da reingeht und da sieht man dann auch, die IP gehört zu Blizzard. Blizzard ist eigentlich immer so, wenn die einen Trailer veröffentlichen für ein neues Videospiel, das ist auch so, shut up and take my money. Das ist einfach geil, da kriegt man Gänsehaut, also ich krieg da Gänsehaut. Ich finde die Spiele geil. Archon Studios, auch bekannt, machen geile Miniaturen. Und hier eben die Kombination, man sieht ja, was da alles drin ist. Ja. Wirklich, das ist so eine 1000 Kristall-Streitmacht für die Terraner und eine 1000 Kristall-Streitmacht für die Zerg. Hier eine Königin mit dabei. Kerrigan natürlich, richtig geiles Modell. Ey. Oh. Reyna dabei als Held auf Terraner-Seite. Die Marodeure, das ist... Protoss Starter-Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bei StarCraft 2 hauptsächlich Protoss gespielt. Das war so meine Fraktion. Aber die Miniaturen sind die mich jetzt hier am wenigsten interessieren. Ja, Berserker sind geil, ja. Und das ist... Ja, die sind aber... Die waren cool zu spielen, aber irgendwie finde ich es auch jetzt so vom Anmalen her... wäre jetzt das, wo ich jetzt weniger drauf Bock hätte. Aber ich überlege mir halt, wenn man sich das holt, dann halt beide Starter-Sets. Oder doch nur das eine. Ich meine, das wären halt wieder 250 Euro. Man hat da einen Haufen Miniaturen. Gehe hier nochmal zurück, gehe hier in die Founders Edition, hier 2 Spieler Starter-Set rein. Ich glaube, da sieht man es nochmal ein bisschen besser, was da denn eigentlich so drin ist. Hier, das sind die Marines, die Medics, Marodeure, hier Reyna, den man auch in 2 Varianten bauen kann. Die Zerglinge, dann auch in den verschiedenen Mutationsstufen, ja, die man sich dann aussuchen kann. Die Schaben, Königin, Kerrigan hier auch mit einem Niduswurm. Und man sieht, da ist auch Gelände dabei, da sind die Spielmarken dabei, da sind die Data Cards dabei mit den ganzen Werten, die auch richtig nice designt sind. Und man hat hier so eine Art PvC-Playmat, würde ich mal sagen. Und das andere ist auch, man sieht es hier. Ich meine, klar, da gibt es auch diese halbtransparenten Teile jetzt hier dabei. Aber der wesentliche Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Terraner sind ja standardmäßig in so blauem Plastik und die Zergs sind in dem lila Plastik. Das heißt, theoretisch kann man das auspacken, zusammenbauen und ohne Bemalung direkt loslegen mit dem Spiel. Das ist natürlich auch ein Pluspunkt für manche. Für mich ist natürlich hauptsächlich der Aspekt Sammeln und Malen das Entscheidende. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel jemals spielen werde. Aber echt am Überlegen. Oder holt man sich dann nur dieses 2-Spieler-Starter-Set? Das wären 170 Euro. Ist immerhin ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt beide Starter-Sets für 250 holen würde. Ja, das ist so der Konflikt. Ein Teil in mir sagt, geil, ja, schlag dazu, das brauchst du unbedingt, das musst du haben. Einfach so in der Hand halten, auspacken, die Dinger zusammenbauen, anmalen, Spaß dran haben. So, oh, nice. Und ein anderer Teil in mir sagt, wann genau soll ich das eigentlich bauen? Wann soll ich das anmalen? Warum brauche ich das eigentlich nochmal? Ja, und eigentlich habe ich ja auch schon bereits genug Miniaturen in meinem kleinen eigenen Hobby-Store zu Hause. Das langt ja für ein Leben. Außerdem kommt im Juni diesen Jahres die neue Warhammer 40k Edition raus, die 11. Edition. Absolute Flashbacks zu meinem Einstieg mit der 2. Edition, eben auch Blood Angels Orks, meine Lieblingsfraktion. Ich meine, da muss ich ja auch unbedingt dabei sein. Ich bin da auch ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich die letzten 16 oder fast 20 Jahre drauf gewartet habe, so bringt ein StarCraft 2 Brettspiel oder Tabletop-Spiel raus. Nee, ich habe eher gehofft, dass sie mal ein StarCraft 3 rausbringen als Videospiel. Mich reizt es auch weniger, das Spiel tatsächlich zu spielen. Ja, man kann sich die Regeln da irgendwie schon runterladen und es soll auch, und von den Regeln her soll es auch ein paar neue Aspekte so mit reinbringen. Es ist nicht einfach die Kopie von anderen Tabletop-Regelwerken, sondern hat so auch seinen eigenen Style mit dabei. Aber ob ich das überhaupt jemals spielen werde, weiß ich nicht. Bei mir wäre es eher so das Sammeln, Bauen und natürlich das Bemalen der Miniaturen. Vor allem die Zerg. Kerrigan als geniales Charaktermodell. Die Marodeure, die Marines, Reyna. Hätte ich schon echt Bock drauf. Aber es bleibt halt trotzdem irgendwo ein Zweifel.
Die sind halt auch wieder 250 € oder 170 €, wenn man nur das 2-Spieler-Set vorbestellen würde, jetzt in meinem Fall. Und es kommt, glaube ich, dann auch Ende Juni wird es dann wohl ausgeliefert, was mehr oder weniger fast genau in die gleiche Zeit reinfällt wie neue 11. Edition von Warhammer 40k. Ja. Einerseits brauche ich das unbedingt, andererseits bin ich mir unsicher, ab weder Zeit noch Platz dafür. Würde ich mich drüber freuen? Mit Sicherheit. Hätte ich auch Spaß beim Zusammenbauen und Bemalen der Miniaturen? Absolut. Aber will ich da nur zuschlagen, aus Angst, was zu verpassen? Die Founders-Edition wird so in Zukunft nicht mehr geben. Die Miniaturen schon. Die Helden kann man dann vermutlich einzeln kaufen. Man könnte sich also auch ganz ohne Probleme, ohne Zeitdruck, zu einem späteren Zeitpunkt Stück für Stück die Miniaturen holen, die man möchte. Und dann zusammenbauen und anmalen. Vielleicht sind die Miniaturen dann aber auch teurer. Echt schwer und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Vielleicht geht es ja aber auch gar nicht um das Spiel selbst oder um die Miniaturen. Vielleicht geht es einfach nur darum, es zu besitzen, darum, einen Teil der Jugend aufleben zu lassen, an Erinnerungen festzuhalten. Keine Ahnung. Was sagt ihr zum StarCraft Tabletop? Voll im Hype oder eher nix für euch? Habt ihr schon vorbestellt oder lässt euch das kalt? Sollte ich hier zuschlagen? Noch ist eine Woche Zeit? Oder sollte ich es einfach an mir vorbeiziehen lassen? Schreibt es in die Kommentare, bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Das war mal ein aktueller Gedanke aus der Hobby-Ecke, der mich gerade beschäftigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da. Wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt, in Erinnerung geschwelgt und über Hobbyzeug nachgedacht. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.